Hallo Freunde des guten Geschmacks, da sind wir wieder. Wir haben uns überlegt, wir machen heute eine Bärlauchpesto, passt genau in die Zeit. Allerdings werden wir die heute nicht machen mit Pinienkern. Das machen irgendwie alle. Und ich habe mir überlegt, wir haben uns überlegt, wir machen mal ein bisschen anderen Geschmack. Wir haben hier 180 Gramm frischen Bärlauch. Wir haben geröstete Haselnüsse. Die haben wir gemacht. Im Backofen, 160 Grad, ca. 10 bis 15 Minuten. Haben natürlich einen anderen Geschmack. Die Pinienkerne sind immer so ein bisschen süßlich-cremig. Die Haselnuss wird den Geschmack etwas ändern, aber das schmeckt wirklich gut. Dann haben wir, ihr könnt es dann natürlich auch mit Pinienkern machen. Wenn ihr das wollt, dann nehmt ihr 50 Gramm Pinienkerne. Aber das ist mal eine andere Alternative und beim Kochen darf man gerne kreativ sein. Wir haben 100 Gramm frisch geriebenen Parmesan, richtigen Parmesan. Wir haben Traubenkernöl, ca. 180 Milliliter. Wir brauchen einen Teelöffel Salz und Pfeffer nach Gusto. Kein Knoblauch machen wir mit dran, um den Bärlauch, der Bärlauch schmeckt ja eh nach Knoblauch, um einfach nur den Bärlauchgeschmack zu haben. Könnt ihr benutzen, universell für Pasta. Ihr könnt das auch, wenn ihr selber Brötchen backt oder sowas, dann könnt ihr das mit da reinkneten, schmeckt super. Ihr könnt das auf Garnelen machen, auf alles Mögliche. Also Bärlauchpesto ist im Prinzip universell einsetzbar. Wir fangen jetzt mal an. Wir nehmen uns einen Mixbecher, den altbewährten Stabmixer. Dann nehmen wir unseren Bärlauch. Der ist gewaschen, selbst gepflückt. Dann schneiden wir den einfach einmal so grob vor. Ich mache die Stiele mit rein, weil ich finde, das ist nicht verwerflich. Das darf ruhig so sein. Alles in das Töpfchen. Dann schütten wir schon mal Öl drauf. Wir lassen uns noch ein bisschen was drin für später. Wir machen Salz schon mal drauf. Sollte jetzt ungefähr einem Teelöffel entsprechen. Pfeffer machen wir zum Schluss. Dann nehmen wir unsere gerösteten Haselnusskerne. Übrigens könnt ihr die Pinienkerne genauso rösten, wenn ihr die kauft. Die sind ja nie geröstet. Dann könnt ihr die bei 160 Grad auf Backpapier im Backofen, Ober-Unterhitze oder Umluft, immer 160 Grad, so 10, 15 Minuten rösten. Dann haben die den Top-Geschmack und alles ist gut. Parmesan. Da lassen wir uns auch noch ein bisschen zum Schluss mit dem restlichen Öl. Und dann können wir schon anfangen zu mixen. Nochmal, wenn wir das machen und ich spreche da nicht mehr und ich mixe, wenn ihr unsere Zutatenliste hier an der Seite seht und ihr habt die Zutaten da und ihr habt die vorbereitet und ihr könnt dann mit mir zeitgleich, wenn ihr das Video auf dem Tablet oder auf dem Fernseher abspielen lasst, zeitgleich das zubereiten. Das heißt, auch wenn ich dann 3-4 Minuten mixe, macht es genauso lang und ihr werdet genau das gleiche Produkt haben wie ich das, was ich hier produziere. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wirklich mitgemacht habt, ob das bei euch auch genauso funktioniert hat. Das kann ja eigentlich gar nicht anders sein, aber ob ihr damit zufrieden seid, so wie wir das machen. Für Kommentare sind wir mal dankbar und ich mix weiter.
Dann noch was. Also ich kann euch sagen, ich habe jahrelang als Koch gearbeitet und in wirklich guten Häusern und ich weiß schon, was ich tue. Aber wir haben uns das hier Ganze überlegt mit dem Channel, eben um es Leuten näher zu bringen, die das vielleicht nicht gelernt haben oder sich nicht so richtig rantrauen. Deswegen diese Zutatenliste und dass ihr es wirklich in der gleichen Zeit mitmachen könnt. Nur noch mal zur Erklärung. Und wenn ich dann noch mal Öl nachgieße oder noch ein paar Pining oder Kerne oder Haselnusskerne dazugebe oder noch mal Salz dazugebe, dann ist das auch so ein Erfahrungswert und auch mein Gefühl, weil ja, ich liebe Kochen eigentlich. Ich liebe Kochen und diese Inspiration, die man dabei auch hat, ist einfach super und hat mich immer gekickt, mein Leben lang. Und naja, ich hoffe, es gefällt euch. Die Konsistenz ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich würde jetzt gar nicht noch viel mehr Öl reinmachen. Allerdings würde ich noch mehr Parmesan dazu geben, also sprich den Rest. Dann wären wir wirklich bei 100 Gramm Parmesan. Und ich würde noch ein paar Haselnüsse dazu geben, dann sind wir vielleicht bei 60, 70 Gramm. So, jetzt nehme ich das kurz raus, mache noch Pfeffer mit dran, schmecke einmal ab, um zu sehen, ob ich noch mehr Salz dran machen muss. Die Konsistenz ist jetzt eigentlich gut, das heißt, man kann die sogar auf ein Brot schmieren, auf einen Toast, was auch immer, so wie ihr es mögt. Pfeffer. Eure Kreativität sind natürlich auch nie Grenzen gesetzt. Wenn ihr sagt, ich will Bärlauchpesto scharf haben, boah, dann haut eine Habanero da rein, alles ist gut. Aber das soll halt eigentlich auch für Kids sein und für die Oma vielleicht, wenn sie zu Besuch kommt, dass ihr mal was anderes habt. Jetzt immer noch Kräuterbutter oder Quark. Ich weiß ja nicht genau, was ihr so zu Hause habt. Okay, jetzt schmecken wir das Ganze einmal ab. Und fertig ist eure Bärlauchpesto mit Haselnüssen geröstet. Schmeckt super. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn es euch wirklich gut gefallen hat und ihr habt es nachgekocht, dann dürft ihr auch gerne ein Abo da lassen. Wir würden uns freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.